Moin Moin aus dem Wunderland. Wir haben euch ja letzte Woche schon so ein paar Einschnitte gezeigt in Themen, die wir so bearbeiten. Da knüpfen wir diese Woche direkt an, und zwar gehen wir nach Hamburg in die Fischauktionshallen. Da wird fleißig weitergebaut. Genauso sind wir in der Marmor-Standseilbahn. Auch da wird weitergemacht. Dazu kommen jetzt noch ein paar neue Themen, die wir immer wieder aufgreifen, weil wir nun immer wieder was machen. Und zwar in Amerika drüben das Space Shuttle, das wird einmal repariert. Und wir werden euch mal Einblicke zeigen im K-System, wie wir da Fahrzeuge warten. Aber beginnen werden wir jetzt mit Schuh, der seine Wasserfläche in Monaco einmal weitermacht. So, heute Morgen habe ich alles rausgerissen, was noch an Wasser da war. Habe schon gespachtelt und geschliffen und jetzt gebe ich einen Grundfarbton auf. Der hat aber nur damit zu tun, dass es für uns als Optik einfach mal schon mal blau ist und nicht nach nacktem Holz aussieht. Was aber noch speziell ist, wir machen hier an der Seite, haben wir eine Einfräsung gemacht, denn wir wollen das Wasser tiefer wirken lassen. Heißt, wir gießen diesmal nicht nur oben Wasser, sondern gehen auch noch weiter nach unten. Dadurch die Einfräsung an den Kanten. Wir sind gespannt, wie es wird. Wir haben es noch nie gemacht, aber probieren geht über studieren, oder wie war das? Herzlich willkommen hier bei uns im K-System. Und zwar kümmern wir uns um mittlerweile 294 fahrende Fahrzeuge. Geht los, geht los, geht los. Zack, hier haben wir unseren Feuerwehr-Unimog. Da habe ich jetzt in der Software gesehen, da hat der Leitstand oben eingetragen, der ist wohl mehrfach entgleist. Wir als Fachkundige wissen dann schon direkt, das wird wahrscheinlich mit dem Schleifer zusammenhängen. Deswegen gucken wir uns den jetzt mal genauer an. Das ist hier dieses kleine Kupferblech, was den Magneten über den Fahrdraht führt. Da greife ich mir mal schnell mein Multifunktionsbrett. Das kann nicht nur Kabel halten und andere Bauteile, sondern ist auch schön glatt auf der Unterseite. Und dann kann ich gegen das Licht hier mal schauen. Eieiei, das sieht ganz böse aus. Der Magnet, der berührt hier den Boden wirklich gar nicht mehr. Der ist voll verbogen. Das bringen wir jetzt wieder in Ordnung. Den tauschen wir einfach direkt aus. Das kriegen wir nicht mehr so schön hin. So, und wir wirtschaften ja sehr nachhaltig hier im K-System. Deswegen werden wir diesen kleinen Magneten hier nochmal recyceln. Und dann kommt der da wieder rauf. Der Schleifer braucht jetzt natürlich ein bisschen Spiel nach oben und unten, aber auch nicht zu viel. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Nochmal das Spiel checken. So können wir es lassen. Dann probieren wir mal aus, wie er fährt. Von der Steigung wieder in die gerade Strecke. Sieht sehr gut aus. Also da reicht auch das Spiel aus. Das heißt, der kann wieder los. Dann haben wir hier noch einen richtigen Oldie, den LT von Santa Claus. Eigentlich eins unserer kleinsten Fahrzeuge. Der hat hier sehr ausgeschlagene Achshalterung. Deswegen kriegt er jetzt ein paar Messinghülsen spendiert. So, die Hülsen sind fertig. Wir fahren mal eine Runde, würde ich sagen. Wunderbar. Tuckert, wie ein LT tuckern muss. Das läuft rund. Ja, ich kümmere mich jetzt um die Analyse der Akkuzustände der einzelnen Fahrzeuge. Dafür habe ich hier eine schöne Maske in unserem K-Main-Programm. Und da kann ich mir von jedem einzelnen Fahrzeug den Akkuzustand anschauen. So, hier habe ich jetzt ein Fahrzeug rausgefunden. Das hat einen Akku verbaut, in den schon 1400 Ladungen reingepumpt wurden. Und das ist ein sehr hoher Wert schon. So, und das andere Fahrzeug, das ich mir rausgesucht habe, das hat noch gar nicht so viele Ladungen intus. Aber ich habe hier in den Ladedaten gesehen, dass der Innenwiderstand sehr hoch ist. Also hier ein Wert von 1000, 1900. Das ist schon sehr hoch und das muss ich mir einmal anschauen und da wahrscheinlich auch den Akku tauschen.
Jetzt habt ihr gesehen, wie wir Flächen rausreißen. Natürlich haben wir die neue Fläche jetzt passig eingebaut. Das wird immer in der Höhe etwas komplizierter, aber das haben wir jetzt hingekriegt. Jetzt sind wir fleißig dabei, die Keimmauern passig zu machen. Ich habe schon mal Probestege gemacht, weil wir jetzt mit der Wasserhöhe spielen. Wir müssen den Museumshafen wieder hinkriegen und diverse kleine Schiffe reinbauen. Und es ist noch reichlich zu tun, aber wir sind guten Mutes, dass in so 1, 2, 3 Wochen der Bobby tatsächlich dann den Fischmarkt auch ausschmücken kann. Ich glaube, dann wirkt das Ganze noch mal richtig gigantisch. Und wenn das dann ausgeschmückt ist, dann packen wir es final rein und dann ist alles schick. Wir haben heute Morgen bei der Knopfdruckrunde festgestellt, dass in Amerika das Space Shuttle nicht mehr ganz möchte. Fazit war, dass das Seil gerissen war einfach. Jetzt gehen wir also einfach mal hin und tauschen das Seil. Hier ist das gute Stück. Hier sieht man vielleicht ein bisschen schwach das Seil. Das läuft einmal oben drum, wird umgelenkt. Unten drunter ist eine Rolle, wo das aufgewickelt wird. Und das war da mal aufgewickelt, deswegen machen wir es jetzt neu. Gib mal das alte. Boah, wer hat das denn hier aufgewickelt? Aber, warte, lass mich mal beide halten. Wir ziehen es ja jetzt rückwärts. Es ist in der Rakete fest, ne? In der Rakete fest. Liebe Kinder, spielt nicht mit Sekundenkleber, sonst passiert das. Au. Okay, Rolle geht los. Zieh dolle. Das heißt, wir müssen das Ende jetzt in das Shuttle schrauben. Halt noch mal eben fest. Ja, ich halt. Du sollst nur so tun. Achso. Kapitän Trump. Und ein Seilzerschneider. Okay, schieb mal bitte. Hast du? Ja. Ich zieh durch, bis es stramm ist. Ja, das ist nicht so schlimm. Pass auf. Ich mach mal nicht alles ab. Wenn das hintere Seil zappelt, so. Oder ist regulär, ne? Ja, das kommt, weil das halt erst nicht auf Spannung war. Ah, okay. Also jetzt alles gut. Ich würde dann so in circa 2 Monaten wiederkommen, wenn dann das Seil wieder verschlissen ist. Aber das sehen wir dann. Wie ihr sehen könnt, haben wir mittlerweile die Polyplatte mit der Holzplatte verheiratet. Jetzt geht es daran, die Schraubenlöcher zuzuspachteln, damit wir die nicht mehr sehen. Dann werden wir das Ganze einmal färben und besanden, um das Ganze für das elektrostatische Begrünen vorzubereiten. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade dabei, die ganzen Schraubenlöcher wieder aufzukratzen,
weil uns jetzt beim Bau leider aufgefallen ist, dass wir uns selbst so ein bisschen ein Ei gelegt haben. Eigentlich war Sinn und Zweck der ganzen Aktion, dass wir das Ganze ein bisschen wartungsfreundlicher gestalten. Wir haben jetzt aber festgestellt, wenn wir das auf dem Wege machen, man hätte das auch schon im Vorfeld merken können, dass wir in Zukunft, wenn wir an die Mechanik ran wollen, die kompletten Schraubenlöcher wieder freilegen müssen, den Sand wegkratzen müssen, dass wir an die Schrauben rankommen, um die Polyplatte zu entfernen. Es wäre zwar überschaubar mit den Reparaturen, die wir hinterher haben, aber wir haben uns jetzt noch was anderes überlegt. Und zwar werden wir die Polyplatte nochmal neu machen. Das Ganze aus 2 Gründen. Zum einen haben wir hier diese weißen Schlitze, die uns einfach nicht gefallen, wo auch die Mechanik von den Schrägwagen dran lang schubbert. Deswegen werden wir das Ganze jetzt nochmal aus schwarz durchgefärbtem Poly machen, was wir dann hinterher auch nicht mit Schrauben fixieren werden, sondern mit Magneten. Das heißt, in Zukunft sollte irgendwas an der Mechanik sein, können wir einfach die komplette Polyplatte mit Magneten lösen, kommen schön an die Mechanik dran, müssen dabei nichts schrauben, nichts wegkratzen, nichts zerstören, sondern nehmen die Polyplatte einfach weg, machen unsere Wartungsarbeiten, machen die Polyplatte wieder drauf und dann ist das alles schick. Also wie ihr sehen könnt, läuft bei uns auch nicht immer alles reibungslos, sondern manchmal stellt man erst beim Bau fest, dass irgendwas nicht so ganz läuft, wie das sein sollte, und dann ist jetzt quasi der richtige Zeitpunkt, das nochmal umzuändern. Und das nochmal so zu machen, dass wir da in Zukunft auch Freude dran haben und das Ganze auch wartungsarm in Betrieb nehmen können. Moin Moin, ich darf mir einen Herzenswunsch erfüllen. Ich darf die Muppets bauen. Hier habe ich schon Kermit mit Jim Henson und die beiden ziehen zusammen dann in ihr Studio ein, welches ich dann in Amerika aufbaue. Und als nächstes werde ich Miss Piggy bauen. Dabei könnt ihr mir über die Schulter schauen. Das war's erstmal für diese Woche. Wir werden natürlich weiter fleißig Content liefern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet gerne nächstes Mal wieder ein.